bin von Sunside Genetics und von Mr. Smart gebucht worden, weil ich bin ein Joint Roll Artist. Der perfekte Joint. Wie dreht man den perfekten Joint? Pikachu habe ich jetzt entwickelt, der wird auch noch geraucht. Ich würde empfehlen, auch da gibt es Studien dazu, welches wie wo am besten wirkt. Dann schauen wir uns die mal genauer an. Also wenn ihr jetzt gleich meine Kunststücke seht, dann wisst ihr, was ich meine mit dem, weil du mich fragst, der perfekte Joint. I need white ash certified stuff, man. Versteht sich von alleine. Steht's von alleine. All right, can we do a little intro to the... Shut the fuck up. This video has been created strictly for documentary purposes. Please be aware that we do not support the use of psychoactive substances. Now enjoy this awesome video. Peace. Wir sind hier heute auf der Cultivar in Wien und fragen die Leute nach dem perfekten Joint. Auf geht's. The perfect joint. Well, I like these rib tips that you have nowadays. So if you have some really good like American flour and then like grind it up really good and then with a rib tip. Hi. What? Pure as possible, like you can have now bamboo paper and other type of material, hemp paper. Some people they put the glue in this area. I put the glue outside. So I invert. Der Herbalist in Wien zu Hause im 7. Bezirk. I get like these difficult smoking joints that don't look pretty with the ashes. You know, you gotta have that white ashes, bro. Ich bin von Sunside Genetics und von Mr. Smart gebucht worden, weil ich bin ein Joint Roll Artist. Krass, Mann, dann ziehen wir uns das auch noch rein, oder? Das könnt ihr, ich habe meine Kunstwerke da drinnen, die könnt ihr euch mal begutachten. Von diversen Pokémon. Pikachu habe ich jetzt entwickelt, der wird auch noch geraucht. Leider, nicht gewaped. Und dann für dich die Frage, den perfekten Joint. Wie baut man den perfekten Joint? Der perfekte Joint ist ja, eine Form, eine Ausdrucksweise für eine Form, ein Joint halt, ne? So, eine konische, gedrehte Zigarette ist ein Joint, sagt man. Und ich finde die Kunst dahinter. Also wenn ihr jetzt gleich meine Kunststücke seht, dann wisst ihr, was ich meine mit dem, weil du mich fragst, der perfekte Joint. Der perfekte Joint ist eigentlich für mich, wenn ich auf der Couch sitze und mir einen vernünftigen, schönen Stiggy drehe, den ich langsam runterbrennen lasse, wo White Ash ist so, und der sich, ohne noch mal einmal anzuzünden, langsam runterbrennt, so dass ich sagen kann, lecker, von Anfang bis Ende gut gedreht. Ne, so der perfekte Joint, wie gesagt, kann ich jetzt nicht definieren, weil es liegt dann kommt schon bei mir eher die Kunst. Nicht der perfekte Joint, sondern wenn du das jetzt gleich siehst, dann ist das eher die Kunst, die ich bewundere oder die ich da mache, bevor ich über den perfekten Joint rede. Der ist dann schon auf der Couch so. Yeah. We had a professional joint roller. He did a Pikachu yesterday, and he said too, very small, and with the white ash, he confirmed it. Yes. There's something to it. A lot of people say, it's not true. It's just the heat, but I need white ash certified stuff, man. Certified, nice. Yes, organic. So, wir sind weiter auf der Cultivar unterwegs und wir haben unseren nächsten Gast da hinten. Letzte Frage, rauchst du selber, verdammst du oder trinkst du? Na, ich rauche selber, ich bin ein leidenschaftlicher Jointraucher. Ja, Bong, Vapen und all die anderen Formen des Konsumierens haben mir bis dato noch nie, also nicht wirklich zugesagt. Ja, das heißt, ich bin da eher oldschool und bin beim Jointrauchen. Perfekt, dann passt du wunderbar. Der perfekte Joint, wie rolle ich den? Das ist wahrscheinlich für jeden unterschiedlich. Wahrscheinlich jeder baut seinen eigenen Joint so, wie er es für sich am liebsten hat. Ich bin ein Freund, ich mag meine Joints relativ lange, damit man einen langen, guten Genuss hat. Vor allem der erste Part schmeckt mir persönlich dann natürlich immer am besten, bevor es da Richtung Ende geht. Genau, mit Enterspapes, Aktivkohlefilter, ganz kleines bisschen Tabak nur. Das ist meine Art, so wie ich das gerne mache. They put fucking cigarettes in they fucking weed, and when you hit it, it's like a hell of a head rush. If you're not careful, that shit'll blow your fucking head. Wie dreht man den perfekten Joint? Hast du da was? Also ich bin drauf gekommen, es ist sehr viel Geschmacksthema. Ja. Ich finde, das muss jeder für sich einen finden, das passt. Und ich persönlich finde es eher optisch vielleicht gar nicht so wichtig, eher vom Zug und vom Geschmack, dass das passt. Okay, also es darf auch so eine... krumme Tüte sein, ja. Also was. Und die brennen dann auch wirklich gut, meinst du?
Naja, es muss reichen, ich sage. Das ist so. Und beim Grinden machst du irgendwas besonders dick, dünn? Nicht wirklich. Ich würde empfehlen, wenn man Cannabis grindet, dass es dann nicht ganz zu fein ist, aber auch nicht zu grob ist. Ja, da gibt es Studien dazu, welches wie wo am besten wirkt. Yes, das dachte ich, schaue ich mir mal genauer an für euch und habe ein Laborexperiment gefunden. Und bei dem wurde gemessen, wie viel THC und CBD bei unterschiedlicher Grindgröße im Rauch ankommt. Die Messdaten aus diesem analytischen Laborversuch zeigen, wenn die Blüten sehr fein gemahlen sind, dann hat man stärkere Züge und mehr THC pro Zug, aber auf dieselbe Menge gerechnet hat man weniger Züge und tatsächlich insgesamt weniger Cannabinoide auf den ganzen Joint gerechnet, im Gegensatz zu den gröber gemahlenen Blüten. Das ist dadurch zu erklären, weil durch die hohe Temperatur und Oberfläche extrem viel verdampft und das geht alles in den Zugpausen verloren. Grob gemahlen, also in diesem Fall hier 5 mm gemessen, heißt das Ganze, man hat schwächere Züge, aber auch viel mehr Züge und am Ende kommt insgesamt deutlich mehr THC im Rauch auch an. Und sehr spannend ist, dass der Mittelweg von 3 mm am wenigsten Cannabinoide pro Zug löst und insgesamt auf dem Joint gerechnet auch die wenigsten Cannabinoide freigibt. Zusammengefasst heißt das, beim Feinmahlen hat man einen stärkeren Peak bei jedem Zug und beim Grobgrinden heißt das, man hat ein längeres Erlebnis und holt die meisten Cannabinoide aus seinen Blüten raus. Und der Kompromiss zwischen fein und grob gemahlen ist der ineffizienteste Mahlgrad. Kleiner Side-Fact, beim Vaporizer ist es natürlich ganz anders, weil dort wird wirklich alles, was in der Kammer ist, auch verdampft und es verfliegt nichts. Würde man Cannabis in einen Vaporizer füllen, dann entscheidet das Mahlgrad vor allem, wie schnell die Wirkstoffe verdampfen. Weiter geht's. Ich sag immer so, ich versuche das definitiv so zu machen, dass A und O ist schon, was für ein Grinder du hast. Erstens kommt es natürlich darauf an, pur oder nicht pur. Ich kann jetzt natürlich nur von den Pur-Bauern reden, also die pur bauen. Weil mit Tabak ist das Verhältnis ja auch nochmal, das haptische Verhältnis auch nochmal ein bisschen anders. Ne? Und das Zugverhältnis natürlich auch anders und das Abbrennen. Ne? Aber ich würde sagen, der Crusher ist sehr wichtig, wie die Mühle quasi das grindet, also der Grinder das grindet so, dass es fein ist. Das ist nämlich wichtig zum Abbrennen, so dass nicht zu viel Luft zwischen dem ganzen Material ist und dem Blättchen, so dass sich dann irgendwo Luft entwickeln könnte, so dass das Blättchen schneller abbrennen kann. Und das Stopfverhältnis, natürlich das Rollverhältnis definitiv. Das heißt schon relativ fest auch rollen. Ja, relativ fest, aber natürlich aufpassen, weil gerade draußen, wenn man sehr fest rollt und Luftfeuchtigkeit und sonstiges, das Kondensat, wenn man feste zieht und gutes Material hat, dann wird das hinten direkt nach dem Tipp sofort so klebrig und du ziehst und kannst nicht mehr dran ziehen. Das hat man mal vielleicht im Winter, wenn man noch mal früher so am Schulhof heimlich CBD konsumiert hat. Ne? Wisst ihr, ne? Ihr wisst ja, ne? Und ja, da sind die dann immer, und jetzt macht Sinn. Aber so, sonst gut eng gedreht, vernünftig, gestopft, nicht zu viel, nicht zu wenig, halt eine gesunde Mitte finden. Ne? Und mit Sticky meinst du quasi schmaler? Genau, ein klein schmal. Genau. Finishst du den, klopfst du dann oder stopfst du? Ich klopfe, also ich lasse es quasi klopfen, ich stopfe oben nur den ganzen letzten Rest ein bisschen, damit es angedrückt ist, damit es beim Anzünden, dass nichts rausfällt und sonst irgendwas. Aber sonst versuche ich den Joint schon relativ locker zu halten, damit, weil je länger der ist, wenn der zu fest ist, dass die Zugluft quasi da vernünftig durchgehen kann. Ja. Was hältst du von den dicken? Mann, ich stehe voll auf fette Schnecken, Mann. Ich stehe auf die dicken. Wenn die so richtige Shotguns in Amerika rauchen oder auch Rapper und so? Ja, das ist... Ja, die rauche ich auch gerne. Donuts nennen wir die. Also wir verfeinern die nochmal mit Rosin oder mit Hasch als Beilage und dann schön eine Rolle rein und dann gibt es den Donut. Sobald der Joint dann abbrennt, gibt es dann halt das Loch in der Mitte, was den Joint halt, wenn man den umdreht, aussehen lässt wie so ein Donut von Simpsons. Now remember, the instant you finish it, I own your soul. Ja. Wird das Ende gedreht am Schluss oder bleibt es offen? Bleibt bei mir offen und wird dann gleich angezündet. Gleich angezündet. Was wird? Was wird? Kenn ich. Dein Name ist, wie finde ich dich? Puffy, ich bin Puff Company, bei Instagram zu finden. Ich bin Joint Roll Artist aus Deutschland und ja, unter dem Synonym Puffy bekannt. In der Szene auch so, auf Messen weltweit bekannt. Man
Hat mich vor Corona-Zeit überall angetroffen. Mittlerweile jetzt langsam auch wieder. Jetzt geht es bergauf nach der Legalisierung. Jetzt kann es auch in Deutschland nur noch vorangehen, für mich jetzt, also allgemein für die ganze Szene. Macht Spaß, jetzt kann es losgehen. Rafi, vielen Dank. Wie heißt du? Marvin. Marvin, hat mich gefreut. Sergeant Murph. Ja? Vielen Dank für dein Interview. Dankeschön. Servus. Servus. Alles gut? Kurze Frage, noch letzte Frage. Ja, bitte. Den perfekten Joint, wie rollt man den? Inside out. Mit einem Glastipp. Ja, sehr gut. Und pur natürlich, also versteht sich von alleine. Versteht sich von alleine. Ich bleibe nur aus einem einzigen Grund hier. Und das ist Aufreißen von Harvard-Frauen. Kleine Frauen, große Frauen, dünne Frauen, dicke Frauen.